Ja, und wie Europa sich da militärisch auch in Zukunft aufstellen kann, könnte, das möchte ich besprechen mit Thomas Wiegold. Er ist Militärexperte. Schönen guten Tag, Herr Wiegold. Guten Tag. Also nun will man sich angesichts dessen, was da in Washington so passiert, natürlich unabhängiger machen, auch von den USA. Wie wehrhaft ist Europa denn momentan überhaupt? Also im Moment recht eingeschränkt. Es hat sich ja in den vergangenen 2, 3 Jahren einiges bewegt. Es ist zum Beispiel in Deutschland oder gerade in Deutschland einiges bestellt worden an Material, was noch nicht da ist. Also das ist ein Prozess, der so wie die Prozesse in der Rüstungsindustrie, in der Beschaffung laufen, ein Prozess, der sich über Jahre immer wieder hinzieht. Insofern wird es für die Europäer nicht nur darum gehen, mehr Geld auf den Tisch zu legen, sondern auch zu schnelleren Ergebnissen zu kommen. Es wird jetzt immer wieder von einer gemeinsamen europäischen Armee gesprochen, gemeinsamen Streitkräften. Brauchen wir das aus Ihrer Sicht und wäre so eine Euro-Armee in naher Zukunft überhaupt realistisch? Also wenn überhaupt, dann ist es ein sehr langfristiges Ziel. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Schon jetzt ist ja die Entscheidung, ob junge Männer und Frauen in gefährliche Missionen geschickt werden, in Einsätze, die sie das Leben kosten können, ist eine Entscheidung, die national getroffen wird. Und das ist schon schwierig genug. Jetzt stellen wir uns vor, diese Entscheidung würde in Brüssel getroffen. Von wem denn? Und wie würde die akzeptiert in den einzelnen Staaten? Also davon ist Europa noch weit entfernt. Was Europa tun kann, ist auf der materiellen Ebene zu versuchen, da gemeinsame Beschaffung durchzusetzen, die Konkurrenz der Industrien in den einzelnen Ländern etwas runterzufahren. Wir haben es vorhin ja auch gehört, wie viel verschiedene Kampfpanzer gibt es in Europa, wie viel verschiedene gibt es in den USA. Also der Unterschied ist eklatant. Deswegen sind die USA an der Stelle dann auch einfach effizienter und darum wird es für die Europäer zunächst gehen. Wenn wir jetzt mal konkret auf Deutschland schauen, auf unsere Wehrhaftigkeit. Sie haben es gerade angesprochen, wir haben einiges bestellt, was da noch nicht angekommen ist. Es gibt noch einiges nachzuholen hier bei der Bundeswehr. Es wird jetzt allerdings auch natürlich über atomare Abschreckung nachgedacht. Ist es denkbar, dass Deutschland tatsächlich in naher Zukunft irgendwann doch wieder ein eigenes Atomarsenal aufbaut, vorausgesetzt natürlich, dass man da dann entsprechende Verträge dann auch aufkündigt? Also wieder zum Glück nicht. Deutschland hatte ja noch nie die eigene Bombe, sondern die Bundesrepublik hat ja ganz bewusst nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder darauf verzichtet. Insofern also eine Debatte über eine deutsche Bombe, das wäre, glaube ich, etwas, was wir nicht führen sollten, was diese Gesellschaft auch nur sehr schwer bewältigen könnte. Worüber wir reden müssen, ist das, was auch der französische Präsident gestern Abend gesagt hat. Wie sieht es aus mit dem französischen Nuklearschirm? Kann man darüber reden, inwieweit der auch für Europa anwendbar und nutzbar wäre? Also das sind alles so Fragen, über die geredet werden muss. Ich glaube nicht oder ich hoffe nicht über eine deutsche Bombe, aber sollten die Europäer an der Stelle auch zu einer eigenen Abschreckungswaffe kommen? Das ist die Frage, über die man reden muss. Nur als Beispiel im Moment, während wir reden, umkreist ein französisches Kampfflugzeug Kaliningrad und ein französisches Tankflugzeug ist dort in Bereitschaft. Also die Franzosen zeigen schon, dass sie in Europa durchaus gewillt sind, sich mehr zu engagieren. Gibt aber natürlich auch Stimmen, die sagen, naja, warum sollten die Franzosen denn jetzt verlässlicher sein als zum Beispiel die USA als Partner? Denn auch in Frankreich kann die Regierung schnell wechseln und die Stimmung gegenüber dem Rest von Europa eventuell ja auch. Das ist natürlich eine Debatte, die man führen muss, aber trotzdem dann als Alternative zu sagen, die eigene deutsche Bombe. In der Frage davor haben wir über europäische Armee, europäische Verteidigung gesprochen. Und das wäre jetzt das absolute Gegenteil, wenn sozusagen jeder Staat, der technisch in der Lage dazu ist, seine eigene Atombombe baut, dann gäbe es in Europa sicherlich mehrere. Und das kann nicht das Ziel sein.
Wenn wir jetzt noch mal weg von den Atomwaffen zu anderen Rüstungsgütern kommen. Sie haben eben schon gesagt, ja, wir haben da schon einiges bestellt, aber sicherlich noch nicht genug. Was braucht die deutsche Bundeswehr denn jetzt am dringendsten? In welche Waffensysteme sollten wir jetzt investieren? Also ein ganz wichtiger Punkt ist Luftverteidigung. Da ist Deutschland wie alle Europäer nach wie vor sehr, sehr sparsam aufgestellt. Da sind neue Systeme bestellt, nachdem diese Patriot-Flugabwehrsysteme aus den USA, nachdem die von der Bundeswehr zum Teil an die Ukraine abgegeben wurden. Die Bundeswehr hat noch 9 Stück davon. Aber an der Stelle stellt sich natürlich auch die Frage, gibt es da europäische Alternativen? Bislang nicht, denn die deutschen Systeme, Stichwort Iris-T, die sind sozusagen eine Nummer kleiner als das US-System. Dann ist natürlich die Frage, wie sieht es sonst mit Luftverteidigung aus? Landsysteme, da ist eigentlich nur die Frage, wann wird bestellt? Da geht es um Artillerie in allererster Linie. Auch da einiges an die Ukraine abgegeben. Und die Lücken bei der Bundeswehr, die sind bislang nicht wirklich geschlossen. Herr Wiegold, ich danke Ihnen sehr für dieses interessante Interview. Gerne.